Hallo Tobias, magst du dich einmal vorstellen? Hallo, ich bin Tobias Ogonek, ich bin Trainer Consultant bei der IBOR GmbH, bin seit 2009 im Unternehmen, bin im Hauptstandort in Münster tätig und zu meinen Aufgaben neben der Einführung unserer Kunden in den IBOR Explorer bin ich halt bei uns der Spezialist für das Thema Vergaberecht und öffentliche Bekanntmachung. Das bedeutet, durch Fortbildung im Vergaberecht oder halt durch die Mitgliedschaft im Deutschen Vergabenetzwerk halten wir uns einfach immer auf den aktuellsten Stand, so wie zu dem heutigen Thema natürlich auch. Ab dem 1. Januar 2026 wurden die kommunalen Vergabegrundsätze in NRW angepasst. Was war der Anlass für diese Änderung? Grund der Änderungen, gerade der kommunalen Vergabegrundsätze in NRW, war der große Mehraufwand, den die Kommunen aktuell betreiben müssen, um halt Vergaben gerade im Unterschwellenbereich durchzuführen. Man muss sich vorstellen, über 90% der kommunalen Vergaben, die sich im Unterschwellenbereich befinden, legen quasi die Hälfte des Gesamtwertes da im Markt. Und dementsprechend haben sie genau den gleichen Verwaltungsaufwand, wenn sie 10 Büroblöcke kaufen wollen oder wenn sie halt einen großen Bauauftrag durchführen möchten. Um das Ganze zu vereinfachen und das zu informen, haben sie halt diese kommunalen Vergabegrundsätze ausgehebelt, indem sie die Wertgrenzen rausgenommen haben, dass nicht mehr diese Förmlichkeit besteht. Und Ziel war ganz einfach, dadurch Ressourcen und Prozesse zu bündeln und das Ganze halt dementsprechend von der Bürokratie ein bisschen zu befreien. Was sind die wichtigsten Änderungen der kommunalen Vergabegrundsätze in NRW? Die wichtigste Änderung der kommunalen Vergabegrundsätze ist unter anderem die neue Einführung des Paragraphen 75a GO NRW, der jetzt ab Januar 26 gilt und dass es halt einfach wirklich Auswirkungen darauf hat, dass gerade im Bereich der UFGO und der VOB die damit verbundenen Wertgrenzen ausgehebelt werden. Na klar, Kommunen müssen und sollen weiterhin nach den allgemeinen Vergabegrundsätzen agieren. Das bedeutet, sie müssen nach wie vor die Wirtschaftlichkeit, die Gleichbehandlung, Transparenz und Sparsamkeit dort danach handeln. Es ist halt wirklich so, dass diese ganzen landesrechtlichen Wertgrenzen nicht mehr existieren, ob ich beschränkt, frei, nicht oder öffentlich ausgeschrieben haben. Das war ja mit Summen definiert und das macht das Ganze natürlich auch oftmals schwierig. Heißt für die Kommunen selber, dass sie nur noch förmlich ausschreiben müssen, wenn es den EU-Schwellenwert überschreitet, die halt ja alle 2 Jahre neu festgelegt werden. Sie aber trotzdem die Möglichkeit haben, für sich eigene Vergaberegeln festzusetzen, in einer Satzung zum Beispiel. Da gibt es vom Land tatsächlich auch einen Vorschlag, der mitgegeben wird, an dem sich die Kommunen gerade auch orientieren können. Wie vergeben kommunale Auftraggeber in Zukunft Aufträge an Unternehmen? Ab 26 können die Kommunen einfach bei ihren Vergaben das Ganze flexibler gestalten. Sie müssen halt im Unterschwellenbereich, wie wir es gerade schon angesprochen haben, sich nicht mehr an die Wertgrenzen halten, die für die Vergabe in NRW vorher galten, weil sie nicht mehr daran gebunden sind. Und sie müssen aber, wenn sie es tun, immer noch weiter sicherstellen, dass dieser vergebene Auftrag halt unterhalb der EU-Schwellenwerte sich befindet. Das ist immer nach wie vor genau der gleiche Wert, der weiterhin gelten wird. Im Unterschwellenbereich können die Kommunen dann beispielsweise mehrere Unternehmen direkt anschreiben und sagen, hey, wir fordern dich zur Angebotsabgabe auf, oder sie können auch Aufträge unkompliziert halt an Mittelstand oder auch an Start-ups vergeben, was vorher natürlich die Bürokratie ein bisschen ausgehebelt hat, weil man das Ganze ein bisschen komplizierter gestaltet hatte. Sie sind bei der Verfahrensart nach wie vor trotzdem frei, ob sie halt die neue Vergabenrichtlinien von NRW nutzen oder sich weiterhin auch an die VOB oder die UFGO halten. Das ist nach wie vor natürlich genauso möglich, weil sie dann halt einfach festgelegte Spielregeln haben. Was neu ist tatsächlich, dass sie aber auch selber in Preis- und Vertragsverhandlungen gehen können mit einem Unternehmen, das halt vorher nicht möglich gewesen ist. Wenn sie mit dem zusammenarbeiten möchten, können sie direkt dort auch über Preise verhandeln. Wichtig ist aber nach wie vor, das hatten wir gerade schon auch kurz gesagt, dass sie sich trotzdem an alle Gesetze halten müssten. Also zum Beispiel ans Haushaltsrecht, was natürlich auch ein großer Bestandteil des Vergaberechts dann einfach innehat. Was bedeuten die neuen Vergabegrundsätze konkret für Bieter? Wie ändern sich kommunale Vergaben in der Praxis? Die angepassten Regelungen basieren auf dem Schweizer Modell. Also das Schweizer Modell besagt, dass das wirtschaftliche Angebot den Zuschlag bekommen soll. Heißt also nicht, dass der preisgünstigste den Auftrag bekommt, sondern dass der Preis in Betracht gezogen wird, wo zum Beispiel die Qualität der Leistung eine besondere Gewichtung hat oder andere Parameter, die definiert worden sind. Also ein Beispiel dafür ist tatsächlich, dass eine Kommune 2 Unternehmen anschreiben kann, die zum Beispiel das Gewerk Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, was auch immer durchführen. Und das erste Unternehmen hat zwar das günstigste Angebot abgegeben, aber das zweite Unternehmen hat dadurch dann herausgestochen, dass es zum Beispiel eine hochwertige und nachhaltige Produktlinie einsetzt. Das heißt,
Gerade Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in aller Munde. Und wenn sie dann halt besonders nachhaltig produzierte Farben zum Beispiel einsetzen, kann durch diese Gewichtungsverteilung natürlich auch der Auftrag an einen Zweitplatzierten gehen. Wichtig ist an der Stelle, die müssen im Vorhinein natürlich klar definiert sein. Das heißt also, auch da sind wir wieder bei den Grundsätzen des Vergaberechts, Gleichbehandlung. Jeder muss von vornherein die Spielregel kennen und ich kann sie nicht im Nachgang einfach frei Dunst ändern. Das ist halt tatsächlich eine große Sache, die auch stattfinden muss, damit es einfach fair abläuft. Wichtig auch da ist, ich muss es nachher nachweisen können, warum habe ich mich dafür entschieden. Also das heißt, diese Ausführungsqualität bringt einfach den Nachweis dafür, dass ich einen höheren Preis dann noch rechtfertigen kann, weil das ist in meiner Dokumentationspflicht genauso wichtig, dass ich das jedem erläutern kann, der mich danach fragt, warum ich mich dafür entschieden habe. Wo siehst du mit den Änderungen der kommunalen Vergabegrundsätze die größten Herausforderungen für Bieter? Ich sehe eine große Herausforderung gerade bei Bietern, dass Kommunen sie nicht mehr sehen und wahrnehmen und sie deswegen unter Umständen vielleicht bei Vergaben von Aufträgen nicht mehr berücksichtigt werden. Wenn Verwaltungen frei entscheiden können, an wen sie vergeben, fallen natürlich dementsprechend so öffentliche Ausschreibungen weg und damit auch dieser breite Wettbewerb, der eigentlich sich gewünscht wird. Klar, Kommunen können weiterhin frei entscheiden, welche Verfahrensart sie nutzen. Aber die Gefahr besteht einfach, dass Unternehmen unter den Radar verschwinden. Zudem gibt es halt keinen zukünftigen standardisierten Ablauf mehr. Also Unternehmen, die jahrzehntelang Ausschreibungen mitgemacht haben, müssen sich auch da komplett neu orientieren und haben ihre Standards, die sie Jahrzehnte eingereicht haben, die sie Jahrzehnte durchgeführt haben, neu durchzudenken. Und das könnte, glaube ich, meiner Meinung nach zu einer großen Unsicherheit führen bei den Unternehmen, bei Bietern. Was das mit sich bringt, wird die Zeit einfach darstellen. Tatsächlich kommen genauso viele Angebote bei den Kommunen rein, wie sie sich das vorstellen. Gibt es Phasen, wie wir es ja bei uns gerade auch täglich in unserer Kundschaft immer wieder erleben, dass gar keine Angebote abgegeben werden, weil Fachkräftemangel ist ja ein Riesenthema, auch dementsprechend, wenn mehr Sanitärarbeiten ausgeschrieben werden und du hast 3 Firmen in einem Ort, sind die 3 Firmen irgendwann auch voll mit ihren Aufträgen. Die anderen sollen natürlich die Kommunalverwaltung entlasten, gleichzeitig kann aber auch dann die Transparenz sehr leiden. Das bedeutet, wir müssen ja schon irgendwie einen Weg für uns selber finden, dass wir alles dokumentieren, dass alle, die daran beteiligt sind, auch dort einen Einblick drin bekommen. Und ja, genau wie ich es gerade gesagt habe, Bieter einfach außen vor bleiben, obwohl sie gegebenenfalls besser dafür geeignet wären. Und im schlimmsten Fall kann es wirklich auch diskriminierend natürlich stattfinden bei so einem Projekt, bei so einer Vergabe, was natürlich wieder den Grundsätzen des Vergaberechts enorm widersprechen würde. Was rätst du Bietern? Wie können sie weiterhin erfolgreich für kommunale Vergaben in NRW in Betracht gezogen werden? Eine sehr gute Frage tatsächlich. Wichtig ist, dass Bieter sich einfach darauf einlassen. Mein Opa hat immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das spiegelt sich tatsächlich hier auch so ein bisschen wider. Warum? Bieter, die halt in der öffentlichen Auftragsvergabe unterwegs sein müssen, müssen sich halt auch den neuen Gegebenheiten anpassen. Das heißt, gerade nochmal, auch wie ich habe es gerade schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit hat einen extrem großen Einfluss. Das Thema Lieferketten hat einen großen Einfluss etc. Also da muss ich halt auch schon gegebenenfalls mein Unternehmen so umstellen, dass ich tatsächlich an den neuen Herausforderungen oder den neuen Anforderungen der Kommunen das Ganze auch bieten kann. Weil wenn ich aufgeforderte Dinge nicht bieten kann, werde ich sowieso grundlegend ausgeschlossen. Was ich trotzdem allen Bietern empfehlen würde, mich einfach sichtbar zu machen. Das heißt also auch wirklich einfach mal Bewerbungsunterlagen zu Kommunen hinzuschicken und zu sagen, hey, ich bin der und der, wir machen das und das. Wir sind eigentlich regional aktiv, wir kennen uns aber noch nicht. Wir sitzen halt nur 20 Kilometer von euch entfernt und nicht zwar im gleichen Ort. Aber wir haben das und das als Referenzen, also wirklich die Oldschool-Bewerbungsmaterialien wieder rauszukramen und rauszuschicken. Ich glaube, das wird sehr, sehr helfen. Das hatte ich gerade schon gesagt. Ich glaube, vieles wird die Zeit einfach da stellen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also ob tatsächlich die Unternehmen oder die Kommunen halt tatsächlich so viele Unternehmen haben, die sie mal anfragen können, oder ob sie nicht wirklich wieder auf altbewährte Referenzkunden zurückgreifen. Also ich stelle mir da gerade bei so großen Klinikumprojekten, da kann ich halt nicht den kleinen Maurer mit 2 Handwerkern beauftragen, der bei mir im Ort sitzt. Da muss ich halt auch schon irgendwie einen großen Generalunternehmer in Betracht ziehen. Wie kann der eBau Explorer dabei unterstützen, Chancen zu schöpfen und den Herausforderungen zu begegnen? Ja, vor dem Hintergrund, dass die Änderungen im kommunalen Vergaberecht jetzt gerade aktiv geworden sind, glaube ich, dass tatsächlich der persönliche Kontakt noch viel entscheidender sein wird. Also wirklich, dass Unternehmen sich untereinander austauschen. Und da kommen wir als eBau ins Spiel. Natürlich unser Explorer unterstützt Unternehmen dabei, Projekte frühzeitig kennenzulernen und zu identifizieren, damit sie auch außerhalb von öffentlichen Ausschreibungen frühzeitig
frühzeitig mit Bauherren, Architekten, Ingenieuren in Kontakt treten können. Und so können die Unternehmen halt zum richtigen Zeitpunkt direkt auf die Entscheider zugehen, um sich dort halt zu platzieren, ihre Expertise bekannt zu machen, sich als Unternehmen bekannt zu machen, wenn Kommunen dann dementsprechend ab jetzt sofort auch flexibler agieren können. Wir hatten es auch da gerade schon, je sichtbarer ich als Unternehmen bin, desto höher ist die Chance, dass ich auch von der öffentlichen Hand berücksichtigt werde. Was ist deine persönliche Meinung zu den kommunalen Vergabegrundsätzen? Oh je, das ist schwierig. Tatsächlich, ich glaube, dass die größte Sache sein wird, dass die Kommunen oder die Leute, die im Vergaberecht oder in der Vergabeabteilung bei den Kommunen arbeiten, sich darauf einlassen, dass sie von seitens ihrer Stadt auch in die Richtung geschult werden und gefördert werden, damit sie da halt auch wieder einen rechtssicheren Umgang mit dem ganzen Thema haben. Was ich denke, ist tatsächlich, dass NRW es versucht, wirklich diese Wertungskriterien auch einfach nochmal wieder nach vorne zu graben, weil das Schweizer Modell ist gar nicht unbekannt in Deutschland. Das heißt, ich bin 2018 ins Vergaberecht bei uns hier im Unternehmen bei der IWO eingestiegen und auch seitdem gibt es das Thema der Wertungskriterien. Also auch dort konnten schon Unternehmen Wertungskriterien festlegen, um halt ein wirtschaftliches Angebot halt zu nutzen und dann da den Auftrag zu platzieren. Das heißt, dieser Mythos, der preisgünstigste Preis bekommt auch wirklich immer den Zuschlag. Das war, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach nur eine Finte. Also man konnte früher schon Wertungskriterien definieren und danach halt auch Aufträge platzieren. So ein schönes Beispiel, was mir wieder da einfällt, ist tatsächlich, die Stadt und das Land Berlin haben damals mal dafür gesorgt, dass halt in ihren Vergabeunterlagen drinstehen, dass die Unternehmen was für die Frauengleichstellung im Unternehmen machen. Das mussten Unternehmen natürlich dann auch bestätigen, dass sie das tun, aber auch da ist es die große Befürchtung, die ich jetzt gerade bei der Aushebung des kommunalen Vergaberechts in NRW habe, dass es nachher keiner kontrolliert und dass es nachher am Ende des Tages eigentlich zu einem viel höheren bürokratischen Aufwand führt, als es eigentlich der Sinn und Zweck gewesen ist, dieser Änderung, also diese Anpassung des Ganzen. Wird sich zeigen, wie gut und rechtssicher die Dokumentationen halt statthaben, gerade wenn es dann mal irgendwann vor Vergabekammern gezogen wird oder vor irgendwelche Landesgerichte gezogen wird. Das wird sich einfach mit der Zeit darspiegeln oder ob sie spätestens im nächsten Jahr vielleicht auch wieder zurückrudern. Den Link zu diesem Artikel und zu weiteren interessanten Artikeln finden Sie unten bei uns in der Infobox.